ist das jetzt der genau richtige und perfekte Weg, um mit Flames of War anzufangen? Das möchte ich mir hier heute in diesem Video anschauen und damit herzlich willkommen und Servus bei diesem Video. Gleich vorneweg, es wird hier nicht spezifisch um Flames of War gehen, sondern um ein etwas anderes Thema. Aber ich habe mir gedacht, ich werde das Video auf diese Weise aufbauen, weil eben es meiner Ansicht nach ein sehr guter Einstiegspunkt, eine sehr gute Möglichkeit ist, um eben den Weg in Flames of War zu finden. Denn eine Sache, die wir hier bei Flames of War immer wieder hatten, ist eben das Problem mit der Infanterie und der Artillerie. Es gibt in den Zweispieler-Starter-Sets oder auch vor allem in den Armeesets, die früher veröffentlicht worden sind, immer wieder das Problem, dass genau diese Einheiten fehlen und man sehr häufig nur Fahrzeuge bekommt, Panzer bekommt und dadurch auch nur einen Teil der Regeln nutzen kann. Auf der einen Seite hat man eben nur diese Panzereinheiten, hat aber das komplette Regelbuch im A5-Format dabei, wo auch die eben Regeln für Infanterie- und Artillerieeinheiten dabei sind, kann diese aber eigentlich gar nicht spielen. Das macht das Ganze für den Einstieg auch ein bisschen komplexer, weil man sich das Ganze vielleicht ansieht, vielleicht auch spielen möchte, weil man es eben in den Regeln schon gelesen hat, aber eigentlich nicht Zugriff auf diese Einheiten hat, weil diese eben in diesen Sets nicht dabei sind. Das hat sich natürlich in der letzten Zeit ein bisschen geändert durch diverse Zweispieler-Starter-Sets, wo auch Infanterieeinheiten dabei sind. Natürlich Hit the Beach, glaube ich, ist das Zweispieler-Starter-Set, das alte auch, wo auch diese Infanterie natürlich auch dabei gewesen ist. Dort hat man einen sehr schönen Überblick bekommen. Oder auch aktuell gibt es ja auch neue Starter-Sets, wo einerseits Infanterie drinnen ist und auf ein zweites Set mit eben den Panzereinheiten und wo man auch mit beidem zusammen wirklich einen sehr guten Startpunkt hat. Darum soll es aber hier heute gar nicht gehen, sondern eben um die Adressierung dieses gerade genannten Themas, dass man eben in diesen Armeesets und Zweispieler-Starter-Sets zu Flames of War jeweils immer das volle Regelbuch bekommt, mit eben auch Einheiten, die man dann teilweise gar nicht spielen kann. Das Ganze eben dann durchaus etwas komplizierter werden könnte beim Einstieg. Eben wie gesagt sehe ich hierbei zwei Probleme. Das eine eben, wie gerade genannt, man bekommt die vollständigen Regeln, kann diese Artillerie- oder Infanterieeinheiten dann aber gar nicht spielen, weil eben in diesen Sets diese Einheiten nicht dabei sind, wenn man gerade mit Flames of War beginnt und sich eben ein solches Set holt. Oder eben, wenn wir den Weg uns weiter anschauen mit den Zweispieler-Starter-Sets, wie hier mit dem aktuellen Clash of Steel, das recht neu ist, und uns hier den Inhalt anschauen, dann bekommen wir hier natürlich eine ganze Menge an Material, eben auch mit Infanterie, mit Panzern, mit Fahrzeugen, das Regelbuch dabei, eben ein sehr schönes Gesamtpaket, aber eben mit dem Problem, dass man hier jetzt die kompletten Regeln quasi zur Verfügung hat durch das Regelbuch mit eben auch den Einheiten, dadurch, dass das Spiel selbst aber komplexer wird, weil eine Sache, die man nicht vergessen sollte bei Flames of War, das Spiel ändert sich komplett, wenn man von reinen Panzerschlachten übergeht und Infanterie mit einbaut. Dadurch wird das Spiel sehr viel komplexer durch die zusätzlichen Regeln, auch durch die Art und Weise, wie Infanterie im Spiel funktioniert und vor allem, was ich auch gemerkt habe und auch wahrscheinlich sehr viele auch nennen können, ist eben der Umstand, dass das Spiel dadurch durchaus langsamer wird. Also Spiele, die rein nur Panzereinheiten enthalten, kann man sehr viel schneller durchspielen als eben der Umstand, wenn man auch Infanterie verwendet. Das sind so zwei eben Aspekte, die mir bei Flames of War in der Vergangenheit aufgefallen sind, speziell wenn man eben gerade erst ins Tabletop in Flames of War eben einsteigt. Und genau aus diesem Grund möchte ich jetzt auf etwas anderes kommen, das ebenfalls von Battlefront und Gale Force 9 kommt und vor kurzem veröffentlicht wurde. Jetzt, ich glaube, April 2024 ist das Spiel auf den Markt gekommen, und zwar hier Clash of Steel. Hier bitte, falls es euch schon aufgefallen ist, nicht hier verwechseln, Clash of Steel, hier Flames of War. Das ist Zweiter Weltkrieg, ist ein Zweispieler-Starter-Set, und das hier, eben anderes Logo, sieht man ja auch ganz eindeutig,
ist ein komplett eigenständiges Spiel und ist quasi eine Weiterführung oder eine alternative Zeitabfolge, wie man es hier auch bei der Videobeschreibung sehen kann. Das Ganze startet 1948, also mit einer alternativen Zeitlinie zu dem, was bei uns passiert ist. Ich denke aber, dass diese Variante von Flames of War quasi ein sehr guter Einstiegspunkt ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil, wie wir es hier schon sehen, Tabletop Tank Battles sich diese Variante voll und ganz auf Panzer konzentriert. Hier gibt es keine Infanterieeinheiten, keine Artillerieeinheiten, dementsprechend fallen auch die Regeln schlanker aus. Auf der anderen Seite aber verwendet dieses Spielsystem die Grundkonzepte, die wir bereits von Flames of War kennen. Hier mal ein bisschen ein Überblick. Man hat auch hier 2 Spieler Starter-Sets, wo man auch hier schon sieht, es sind ganze Panzereinheiten quasi dabei, also ganze Armeen, die nur aus Panzern bestehen, auch in diesen 2 Spieler Starterboxen. Es gibt davon insgesamt 2, auch hier alles recht ähnlich, 15 mm Maßstab, alles, was wir eben von Flames of War her schon kennen. Auch wenn man hier schaut, auf der linken Seite bei dem Bild, man hat eben die Panzer, man hat das Regelbuch und eben auch diese Einheitenkarten, die wieder sehr ähnlich aufgebaut sind zu dem, was man schon von Flames of War und Team Yankee her kennt. Also auch daher, wenn man von der Einrichtung schon kommt und jetzt mit hier Clash of Steel anfangen möchte, ist einem das Ganze schon ein bisschen bekannt und man kennt das Ganze schon. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier mit Clash of Steel anfängt, ist dann der weitere Umstieg zu Flames of War bzw. Team Yankee dementsprechend einfacher, weil eben alles recht ähnlich aufgebaut ist. Wie eben bereits gesagt, befinden wir uns auch hier wieder im 15 mm Maßstab, also sollten hier Einheiten auch vorhanden sein, die es auch bei Flames of War zum Beispiel oder Team Yankee gibt, kann man diese dann dementsprechend auch dort verwenden. Also auch das ein sehr schöner Pluspunkt, wie ich finde. Und eben ansonsten, man hat das gleiche Thema, wie schon gesagt, diese Einheitenkarten. Ihr habt dann die Einheiten eben, die Panzer, die Modelle, die ihr auch zusammenbauen müsst und bemalen müsst. Also auch hier ändert sich soweit nichts, nur eben vom Spielablauf. Ihr habt eben die Grundstruktur von Flames of War. Ich habe mir da zuerst gedacht, okay, macht es dann überhaupt Sinn? Aber nach ein bisschen zu überlegen, eben bin ich genau auf das gekommen, was ich hier versuche im Video zu beschreiben, dass man eben aufgrund der Tatsache, dass man nur diese Panzerschlachten hat, die Regeln dementsprechend einfacher gehalten sind und dadurch eben auch durchaus ein sehr guter Einstiegspunkt sind, um in dieses ganze Konstrukt von Battlefront eben reinzufinden, wenn man sich dafür interessiert. Man hat auch hier die Möglichkeiten, eben verschiedene Fraktionen wieder, auch jetzt nichts Neues, Amerikaner, Sowjets, Briten oder auch Deutsche, die man spielen kann. Also auch hier bleibt alles in einem durchaus bekannten Umfeld, vor allem natürlich ganz klar durch das, was wir hier oben schon gesehen haben. Das Ganze ist quasi eine alternative Zeitlinie ab 1948, daher natürlich klarerweise ändert sich hier nicht viel. Ich werde euch übrigens diese Seite hier zum Spiel auch in der Videobeschreibung unten verlinken, falls ihr das Ganze mal selbst euch ansehen wollt. Ansonsten möchte ich hier noch ein bisschen auf das How-to-Play-Thema eingehen. Eben wie schon gesagt, funktioniert das Ganze eigentlich gleich wie Flames of War und Team Yankee. Man sieht es auch hier schon, das sieht alles sehr bekannt aus, wenn man mit einem der beiden Spiele bereits bekannt ist. Auch hier die Stats von den Karten, das schaut alles recht ähnlich aus. Man hat hier dann wieder sein Waffenprofil mit dem Namen der Waffe, der Reichweite in Zoll, in Zentimeter, Rate of Fire, eben wie oft kann man in der Bewegung schießen, wenn man stehen geblieben ist, Anti-Tank-Rating, Firepower, das ist eigentlich alles, was man schon kennt. Man kann eben sagen, ganz klar, das ist eben das Flames of War Regelsystem, nur dass eben ein paar Regeln, wie eben für die Infanterie oder Artillerie, ganz einfach auch weggefallen sind, mit vielleicht hier und da ein paar Änderungen. Ich habe das Spiel auch nur mal überschlagsmäßig so mir hier ein bisschen angeschaut.
und selbst noch nichts dazu gekauft, daher will ich da gar nicht und kann ich auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Mir ist eben nur dieser Zusammenhang aufgefallen mit diesen 3 Spielsystemen und deswegen eben der Gedanke, wieso sich das Ganze sehr gut eignet für Leute, um ganz einfach auch in diese Welt, eben wie vorhin schon gesagt, reinzufinden in dieses Universum von den Spielsystemen von Battlefront. Auch hier, wie man sieht, wenn man das Profil weiter anschaut, ist Hit on 4 Plus. Auch das ist alles bekannt, was man hier schon kennt von Flames of War, von Team Yankee. Also auch hier, man sieht hier sehr gut, wie das Ganze zusammenspielt und wie man hier von der einen Seite oder hier von Clash of Steel dann auch in die anderen Spielsysteme reinfinden kann, wenn man hier dann eben weiteres Interesse hat. Vor allem auch, wenn man sagt, man hat vielleicht noch gar keine Erfahrung oder noch nicht so ein großes Interesse, weiß nicht so recht, ob man mit historischem Tabletop wirklich was anfangen kann. Dann hat man auch hier die Möglichkeit, mit so einer alternativen Zeitlinie ganz einfach mal einzusteigen, anzufangen und hat dann noch immer die Möglichkeit, in dieses Team Yankee-Thema weiter einzusteigen oder eben auch quasi rückwirkend dann auf Flames of War und den Zweiten Weltkrieg zu gehen, wenn einen das dann doch interessieren sollte. Solltest du jetzt Interesse haben, dir das Spielsystem mal anzuschauen, beziehungsweise mal mehr Informationen dazu zu bekommen, dann wie gesagt, findest du in der Videobeschreibung den Link zu dieser Webseite von Clash of Steel, um dir das Ganze mal selbst anzuschauen, um dir hier einen größeren Überblick zu verschaffen. Auch gibt es natürlich eine ganze Menge weiterer anderer YouTube-Kanäle, die bereits sich dieses Spielsystem auch angesehen haben. Also auch hier gibt es durchaus schon 1, 2 Battle Reports, habe ich gesehen, falls da mehr Informationen in diese Richtung gewünscht sind, um hier mal einen Einstieg zu finden, um mal zu sehen, wie sich das Ganze spielt. Und ansonsten werde ich auch noch in die Videobeschreibung einen Link packen von S-Games. Dort könnt ihr vorbeischauen, falls ihr euch für die Produkte interessiert und habt hier eben dann bei S-Games die Möglichkeit, euch mit Clash of Steel oder auch Flames of War, Team Yankee Sachen und klarerweise auch anderem Tabletop und Tabletop Hobbyzubehör natürlich klarerweise einzudecken. Nur so als eben noch Information von meiner Seite. Ansonsten würde mich natürlich auch mal interessieren, was haltet ihr von diesem Spielsystem? Habt ihr euch das Ganze schon mal selbst angeschaut? Kommt ihr schon von der Team Yankee oder Flames of War Richtung? Und wenn ja, interessiert euch das Ganze oder ist das doch eher etwas, so wie ich das am Anfang auch gedacht habe? Das ist ja eigentlich nur Flames of War, braucht eigentlich quasi niemand. Schreibt uns das gerne auch in den Kommentaren, lasst uns das Ganze unten gerne wissen und vielleicht auch den Kanal abonnieren, weil ich denke mir vielleicht, dass ich hier noch das eine oder andere zusätzlich auch zu diesem Spielsystem machen werde, beziehungsweise mir auch die anderen beiden Spielsysteme in nächster Zeit immer mal wieder ansehen werde für Sachen, die ganz einfach interessant sind, die neu sind vielleicht auch in diesen Spielsystemen.